Hallo Angelfreunde, es gab gestern wieder ein kleines Update für das Spiel Creatures of the Deep, was vorerst nur für Android erschienen ist und iOS wird die nächsten Tage oder vielleicht sogar heute folgen. Es handelt sich immer noch um die Spielversion 2.97, nur in der detaillierten Übersicht können wir den Unterschied sehen. Wir sind nämlich von der Version 2.97.65 auf die Version 2.97.66 gewechselt, aber das ist nur kleines Geplänkel und das will ich nicht weiter ausrollen. Es gab aber trotzdem ein paar kleine Änderungen und die will ich euch jetzt einmal zeigen. Zuallererst einmal haben wir jetzt eine neue Animation bekommen, wenn wir in unserem Beutel gehen und dann zum Beispiel auf die Angelrute klicken, dann fährt das Fach nach rechts aus. Das ist eine kleine Animation, die jetzt wie gesagt neu ins Spiel gekommen ist. Vorher ist das Fenster einfach nur aufgeploppt, aber jetzt wischt es so nach rechts rüber. Die zweite Änderung betrifft unser Müllmuseum und das finde ich besonders hilfreich. Wenn wir jetzt Gegenstände sammeln, die in das Müllmuseum platziert werden können, haben wir die Gegenstände jetzt auch hinterlegt und sehen oben links ein kleines Muschelsymbol. So können wir direkt erkennen, ob wir die Gegenstände schon im Müllmuseum haben und wenn nicht, dann haben wir das Symbol und können diese dort einfügen. Die nächste Änderung betrifft unsere Einstellungen. Wenn wir nämlich jetzt auf Einstellungen gehen, können wir ganz unten den Punkt Qualitätseinstellungen finden und haben hier die Möglichkeit, die Grafikeinstellungen zu ändern. Wenn wir hier nämlich drauf gehen, sehen wir, dass ich aktuell auf sehr hoch spiele. Nach dem Update wird es bei euch einfach auf hoch sein, aber wir können hier von sehr hoch bis zu niedrig wechseln und dazu schauen wir uns das jetzt einmal an. Einmal das Spiel neu gestartet, sieht das Ganze so mit niedriger Qualitätseinstellung aus. Wir können direkt erkennen, dass das Spiel keine Tiefe mehr hat, also die Gebäude werfen nicht mehr so einen detaillierten Schatten wie vorher und auch Leonardo hier hat keinen Schatten mehr, der sieht einfach aus, als wäre auf den Sand gestellt worden. Wenn wir jetzt weiter nach oben gehen, kommen wir zur Müllfabrik. Die wirkt auch nicht mehr so spieltief, sondern wirkt eher wie aufgesetzt. Und die Angelsequenzen, ja, da wirkt der Schwimmer dann doch eher so ein bisschen wie ein kleines Spielzeug, so wie ein Plastikschwimmer. Das können wir hier gleich mal sehr gut sehen, wenn der im Wasser ist. Ja, hier können wir es sehr gut sehen, dass der Schwimmer sehr nach einem kleinen Plastikteil aussieht, was einfach nur im Wasser schwimmt. Also es wirkt dann schon anders, wenn wir die Qualität gleich hochstellen und das im Vergleich haben. Dazu gehen wir wie gewohnt nochmal ins Menü rein, ganz runter zur Qualitätseinstellungen und können hier die Qualität von niedrig auf sehr hoch stellen, um hier den exakten Vergleich zu sehen. Danach wird die App einfach nur nochmal neu gestartet und dann sehen wir das Bild auch schon. Und der Unterschied ist direkt zu erkennen, die Farben wirken einfach viel satter und die Gebäude weisen mehr Tiefe auf. Ich laufe jetzt hier genau die gleiche Tour wie eben in dem ersten Vergleich. Wir können auch direkt sehen, dass Leonardo wieder einen Schatten wirft und es wirkt einfach viel lebendiger, die Umwelt, als wenn wir auf niedriger Qualitätseinstellungen spielen. Und hier oben die Müllfabrik, die hat auch wieder einen Schatten und wirkt einfach besser ins Bild integriert und es wirkt nicht so aufgesetzt. Die Angelsequenz will ich natürlich auch nicht auslassen, da kommen wir jetzt einmal zu. Der Schwimmer wirkt hier auch einfach detailgetreuer und ja, es wirkt einfach stimmiger. Ich kann nur empfehlen, die Einstellungen mindestens auf hoch zu lassen, wenn nicht sogar sehr hoch. Für euch gibt es jetzt nochmal den direkten Vergleich beider Qualitätsstufen. Hier können wir oben zum Beispiel die Einstellungen auf sehr hoch sehen und unten auf niedrig. Hier lassen sich die Unterschiede nochmal besser erkennen, weil die Videos parallel laufen. Ja, und das waren alle wichtigen Änderungen, die ich euch sagen konnte zu dem letzten kleinen Update, welches gestern für Android erschienen ist. Für iOS dauert es noch ein bisschen, aber das kann nicht so lange auf sich warten. Ja, am wichtigsten finde ich die Änderung, dass wir jetzt erkennen können, welche Müllgegenstände wir noch nicht haben und in unser Müllmuseum einfügen können. Die Grafikeinstellung ist auch recht schön. Ich würde aber bevorzugen, natürlich immer auf der höchsten Qualität zu spielen, weil das beste Gefühl für das Spielerlebnis gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr keine Neuigkeiten mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Bis dahin Leute, euer Delrox. Ciao, ciao.